Thrustmaster betritt mit dem T818 den Direct Drive Wheelbase Markt. Heute gehen wir auf alle Details von A bis Z ein und am Ende gibt's den ausführlichen Rennstreckentest samt Fazit und Kaufempfehlung. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die T818 Wheelbase wurde als unverkäufliche Leihgabe über Thrustmaster vermittelt. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Verschaffen wir uns zuerst einen Überblick. Mit diesem A bis Z Review beginnt der Auftakt zu einigen geplanten Inhalten rund um Thrustmasters neue T818 Direct Drive Wheelbase. In Q1 2023 sind dann Testvergleiche zwischen T818, Fanatec DD Pro bzw. Logitech Pro geplant. Weiters könnt ihr einen Termin in meinem Testcenter buchen und die T818 selbst unter die Lupe nehmen und gegentesten. Alles zum Thema Buchen oder Besuchen findet ihr im Link oben rechts. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Die Thrustmaster T818 Racing Wheelbase kann Stand heute, das ist Mitte Dezember 2022, über den Thrustmaster Webshop vorbestellt werden. Der Preis beträgt inklusive Steuer 649,99 €. Im Dropdown-Menü können die seitlich angebrachten Metallabdecken in unterschiedlichen Farben ausgewählt werden. Das Desk Mounting Kit ist zum Preis von 49,99 € ebenso über den Webshop erhältlich. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die T818 Wheelbase, ein Netzteil samt Stromkabel, USB-Kabel und ein Quick-Release-Adapter. Benötigst du weitere QR-Adapter, dann sind diese um knapp 35 € pro Stück ebenso über den Thrustmaster Webshop erhältlich. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das sind die Upgrade-Möglichkeiten. An dieser Stelle kann ich euch noch nicht viel berichten. Die T818 ist soeben auf den Markt gekommen und welche Pläne Thrustmaster zukünftig hat, das entzieht sich noch meiner Kenntnis. Kapitel Nummer 4, das ist die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität sind alle aktuellen Thrustmaster Lenkräder über den beigelegten Quick-Release-Adapter kompatibel. Das in meinem Test verwendete Thrustmaster GT28 Lederlenkrad und das Open Wheel habe ich vor einigen Monaten für euch reviewed. Der Link hängt oben rechts mit bei. Ob Thrustmaster in Zukunft Lenkräder auf den Markt bringt, die direkt und somit ohne diesen Adapter an der T818 Base angebracht werden können, das wird sich in Zukunft zeigen. An dieser Stelle sehen wir uns den Quick Release am besten live an und ich zeige euch, wie ihr eure Lenkräder mit der T818 Wheelbase verbunden bekommt. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Quick Release. Auch diesen sehen wir uns live an. Ihr bekommt von Thrustmaster im Lieferumfang dieses Paket des Quick Release Adapters, so würde ich dieses Ding jetzt nennen, mitgeliefert. Wie funktioniert dieses Ding? Ihr habt hier eine Überwurfmutter, das ist dieses Ding hier, und diese Überwurfmutter, die ist aus Kunststoff, aber das ist so ein Kompositmaterial. Ich weiß nicht, wie gut ihr dies in der Kamera erkennen könnt. Das ist seitenverkehrt immer etwas schwierig. Ihr habt ein sehr hartes Material. Das ist ein Komposit, so ein Verbundkunststoff, Spritzguss, der auch hier, wenn ich jetzt mit Metall drüber reibe, massiv die Form behält. Das ist nichts, kein Gewinde, das ihr irgendwie leicht abdrehen könnt oder sich verbiegen lässt. Das könnt ihr hier erkennen. Ich drücke jetzt mal mit voller Kraft dieses Ding zusammen
Das alles ist sehr massiv gehalten, auch mit diesen Verstärkungssicken hier an dieser Seite. Nummer 1, diese Überwurfmutter. Nummer 2, das ist dann das Gegenstück. Da habt ihr jetzt hier diese Verbindung. Diese Verbindung kennt ihr aus den Thrustmaster Wheelbases. Die sieht so aus, das heißt, aus eurer Wheelbase guckt bei Thrustmaster üblicherweise diese Verbindung bzw. diese Aufnahme raus. Und diese Verbindung klarerweise, die kann dann über diesen Quick Release von Thrustmaster hier mit der Wheelbase einrasten bzw. verbunden werden. Ihr habt diese Form hier mit diesen ausgestellten Zapfen, mit dieser Ausnehmung. Ihr habt hier Spring-Loaded Pins, das sind so Pins, die könnt ihr reindrücken, die dann eben das elektronische Signal vom Lenkrad zur Base bzw. umgekehrt transportieren. Da habt ihr 3 links, 3 rechts. Und jetzt könnt ihr dieses Verbindungsstück bei aufgeklappten Bügel hier einsetzen. Ihr stellt über die Spring-Loaded Pins hier 1, 2, 3 und da seht ihr hier innerhalb der Base diese goldenen Gegenstücke, Gegenpole 1, 2, 3 oben, 1, 2, 3 unten, genauso wie hier. Und hier wird das elektronische Signal übermittelt. Hier reingedrückt, zugeklappt und dieses Ding sitzt. So, jetzt für euch die wichtige Frage, wie sitzt dieses Ding hier in der Aufnahme? Ich habe schon einige Stunden jetzt auf der Rennstrecke verbracht und kann euch sagen, dieses sitzt wirklich gut in der Aufnahme. So wie Metall auf Vollmetall in dieser extremen Verbindung werdet ihr dies nicht haben, aber du kannst, glaube ich, ganz gut erkennen, auch wenn du hier beginnst rumzubiegen, dieses Ding sitzt wirklich satt in diesem Aufnahmeschaft. So würde ich dies jetzt einmal bezeichnen. Damit du jetzt dein Lenkrad klarerweise an die Wheelbase bringst, musst du zuerst diesen Schaft, diesen Adapter hier mit deinem Lenkrad verbinden. Achte hierbei auf dieses Design. Du weißt, bei Thrustmaster hast du hier oberseitig eine breitere Ausnehmung, hier unterseitig schmäler, schmäler, schmäler. Das heißt, die obere breite Ausnehmung, die siehst du hier, beziehungsweise mit diesem länglichen Pin hier oberseitig. Genauso gehört dieses Ding zusammenmontiert. Das heißt, du steckst diese Aufnahme bzw. den Adapter ein, hast somit die Verbindung hergestellt. Achte nochmal auf die Seitenrichtigkeit. Breite Seite, oberseitig hier eingesteckt. Und wenn du dies erledigt hast, dann mit der Überwurfmutter hier, die schnappst du dir und drehst dieses Ding fest. Du drehst dieses ordentlich hier an dein Lenkrad. Du benötigst eine ordentliche Verbindung. Erstens, damit du jegliches Spiel minimierst und zweitens, damit die Übertragung, die elektronische Übertragung der Signale gewährleistet ist. Wenn du dies erledigt hast, dann hast du wie bei Thrustmaster gewohnt, das kennen wir, hast du hier nochmal so eine Sicherungsschraube, die du dann hier ins Lenkrad reindrehst. Die habe ich jetzt hier auf dieser Seite nochmal fest, wirklich dieses alles miteinander verzurrt. Und über diese Sicherungsschraube hier verhinderst du, dass sich dies im Rennbetrieb auch lockert. Auch das hat in meinen Testruns gut funktioniert. Ich hatte hier keine Probleme des Lösens dieser Quick Release Adapter Lösung. Das soll es jetzt nun gewesen sein zu diesem ganzen Quick Release. Ihr seht, es funktioniert relativ einfach, relativ selbsterklärend und ihr seid somit ready to go. Einen Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte, wenn ihr diesen Quick Release tauschen wollt, auf ein anderes Lenkrad bringen wollt, der geht relativ schwer runter. Ihr dreht dieses Ding runter und durch diese relativ kräftige Anpressung über die Überwurfmutter müsst ihr dann gucken, dass ihr dieses Ding wieder vom Lenkrad runter bekommt. Das sitzt relativ straff drauf. Nicht erschrecken, das macht ja Sinn, dass dieses Ding straff verbunden ist. Und jetzt klarerweise so ein Lenkrad nochmal hier gezeigt, hier entsprechend seitenrichtig angebracht, Klappe zu und das Lenkrad sitzt auf eurer T818 Base, so wie dies der Fall sein sollte. Für euch jetzt wichtig, das habe ich auch direkt am Rig klarerweise gemacht, ich habe eine wirklich ordentliche Verbindung von Quick Release zum Motor, das könnt ihr hier gut erkennen. Das einzige, das sich hier verwendet, ist eben so ein sehr günstiges Lenkrad in der 100-150 Euro Preisklasse.
Da dürft ihr nichts Großartiges erwarten in Sachen Stabilität jetzt vom Lenkrad. Ihr seht, hier verbiegt sich jetzt eher der Lenkradkranz, das Rim, oder hier eventuell die Aufnahme, aber du kannst in den Detailaufnahmen erkennen, der Quick Release bzw. die Verbindung von Quick Release zum Motor, zur Motorachse, die bleibt davon wirklich unbeeindruckt. Das heißt, hier ist wirklich noch einiges an Spielraum da, wenn Thrustmaster entsprechende massivere Lenkräder an den Start bringt. Und davon gehe ich aus, dass hier für uns noch einiges in Planung sein sollte. Soll es nun gewesen sein jetzt vom Quick Release, von dieser Aufnahme, der Funktionsweise, und wir machen schon wieder weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität der Plattform und Software. Das in diesem Review getestete T818-Paket ist uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. Ein Konsolensupport ist laut Thrustmaster in Planung. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Ich habe meine gängigen Simulationen durchgetestet und alles lief soweit Plug and Play. Kapitel Nummer 6, die Power. Die T818 Wheelbase bringt laut Hersteller ein Spitzendrehmoment von 10 Newtonmeter an die Motorachse. Lasst uns dies am besten wieder live am Rig überprüfen. Kommen wir zu unserem Force Feedback Power Test. Ich habe hier meinen Kraftmesser dran gehängt und dann über den Abstand jetzt zur Lenkradachse werde ich euch das Drehmoment ermitteln. Wir werden gucken, ob diese 10 Newtonmeter Drehmoment hier auch als Holding Torque anliegen. Das heißt, auch in langgezogenen Kurven kann man dann ermitteln, ob das Drehmoment gut gehalten wird, wie dies denn so aussieht. Und da eignet sich Spa hier mit schönen langgezogenen Kurven wunderbar dafür. Ich habe jetzt hier nur einen Fehler gemacht, das machen wir auch wieder live in Direct. Dann seht ihr, wie Reviewing funktioniert oder wie man solche Dinge raustestet. Hier in Spa haben wir sehr viele Rechtskurven, klarerweise. Und da sollte unser entsprechendes Messgerät hier an der linken Seite angebracht werden, um euch einige Drehmomentspitzen hier rausmessen zu können. Das hängen wir jetzt hier so mal fest. Ich messe hier den Abstand dann nochmal zur Mitte des Rims, um dann den entsprechenden Hebel für euch rauszubekommen. So. Da sind wir bei sehr kräftigen 11 Kilo ungefähr. Klar, wenn man das jetzt eher weiter innen hier befestigt, brauchst du mehr Power, geringerer Hebel. Auch in Richtung 11 Kilogramm und etwa 9 cm zur Achse. Das könnt ihr jetzt schon überschlagen, da sind wir genau bei den angegebenen 10 Newtonmeter, die uns hier Thrustmaster verspricht. Für mich jetzt keine Überraschung. Ich bin vorher einige Testrunden gefahren und ich spüre mittlerweile nach 30 getesteten Wheelbases von 2 Newtonmeter bis 27 Newtonmeter wie letztes Wochenende mit der EasyTech Invicta, was eine Wheelbase an Power bringt. Wir sind hier 11,6 Kilogramm. Habe ich hier eine Spitze über das Messgerät hier ausgelesen. Und das Ganze ist, ich bin auch 2-3 Stunden Stints bereits gefahren. Ihr habt hier kein Fading, das heißt,
das, was Thrustmaster hier verspricht, da handelt es sich wirklich um einen Holding Torque, um ein Drehmoment, das auch in länger gezogenen Kurven bereitgestellt wird und nicht nur um eine kurze Spitze von 10 Newtonmeter, die dann nach einer Sekunde hier runter geht und dir etwas am Papier verspricht und dann in der Realität nicht halten kann. Sehr wichtig für uns jetzt beim Simracing zu unterscheiden, was ist ein Drehmoment Peak, eine Drehmoment Spitze oder ein Holding Torque, ein Drehmoment, das über einen längeren Zeitraum, über mehrere Sekunden bereitgestellt wird. Jetzt werden wir die nächste Kurvenkombination nochmal reingucken. Ich habe gute 11 bis 11,5 Kilo hier bei 9 cm Hebelweg rausgemessen und wenn ihr dies ausmultipliziert, dann seid ihr bei einem Drehmoment von guten 10 Newtonmeter. Hier nochmal rausgelevelt. Die hier anliegen. Und ich würde sagen, hier hat Thrustmaster seine Hausaufgaben gemacht. Das spürt ihr auch. Ein richtig kräftiges Drehmoment, insbesondere mit so einem eher kleineren 28 cm Wheel. 10 Newtonmeter Drehmoment, Holding Torque, das kann ich euch rückmelden. Ist kein falsches Versprechen, das bekommt ihr vom T818 auch über längere Stints, über längere Kurven in einem Oval, keine Ahnung, wo ihr überall unterwegs seid. Das bekommt ihr geboten, da liefert das T818 ab. Da sind wir sehr damit zufrieden, da freuen wir uns. 10 Newtonmeter Drehmoment für viele von euch voraussichtlich bei weitem ausreichend. Ich würde sagen, 90% aller Simracer werden mit 10 Newtonmeter Drehmoment ihr Auslangen finden. Und nun machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Zurück vom Rig und um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die Thrustmaster T818 Wheelbase verglichen mit der Fanatec 8 Newtonmeter kräftigen CSL DD bzw. Pro samt Boostkit um gut 20% darüber und etwa 10% unterhalb einer 11 Newtonmeter Logitech Pro Base. Das T818 Netzteil ist mit 168 Watt spezifiziert, der Standby-Verbrauch liegt bei 0,21 Watt. In den geplanten Testvergleichen werden wir dann ausführlich auf den direkten Kräftevergleich mit den Mitbewerbern eingehen und überprüfen, ob sich dieser Unterschied dann auf der Rennstrecke bemerkbar macht. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, das ist die Technik. Direct Drive Wheelbases wie die hier vorgestellte Thrustmaster T818 unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt wird. Bei einer Direct Drive Wheelbase sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die ganzen Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei verarbeiten zu können, so wie dies auch im echten Motorsport der Fall sein sollte. Über die technischen Unterschiede haben wir des Öfteren in meinem Kanal gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf den Button Videos und holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung der T818 Wheelbase erfolgt aktiv und somit unter Zuhilfenahme eines Lüfters. Alle weiteren technischen Details und Abmessungen sehen wir uns am besten wieder live und direkt an der Base an. Beginnen wir mit dem Gewicht der T818 Wheelbase. Auf die Waage gestellt. Wir sind hier bei knapp 5,5 Kilogramm, die die T818 auf die Waage bringt. Ein kompaktes Ding. Vielleicht der Vollständigkeit halber dieses Table Mounting Kit, ich glaube so heißt dieses Ding, hier 450 Gramm und mit diesen beiden mitgelieferten Tischklemmen dann sind wir bei ungefähr einem Kilo. Weg jetzt vom Gewicht, gehen wir hin zu den Außenabmaßen. Bei den Außenabmaßen sieht es folgendermaßen aus. Ihr habt diese Base in diesem sechseckigen Design, das könnt ihr hier gut erkennen. Und ihr kommt jetzt auf Gesamtabmaße, ich gebe euch das mal hier mittig in die Cam. Da sind wir bei einer Länge dieser Wheelbase von um die 190 mm. Wir haben eine Breite, wenn ich das jetzt hier über das Sechseck ermittle, um die 210. Hier oberseitig um die 90 mm. Der Quick Release, der steht in etwa 40 mm über den Gehäuserand hinaus. Was gibt es noch an Abmessungen für euch zu berichten? Ihr habt einen Gesamtdurchmesser dieses Quick Release Systems, da sind wir bei knappen 70 mm und dann hier eben entsprechend über diese Klemmvorrichtung, auf die wir dann in einem eigenen Kapitel genau eingehen, wie dies alles funktioniert, kann dann das Lenkrad befestigt werden. Welche technischen Details gibt es noch zu dieser Wheelbase zu sagen? Kommen wir jetzt auch
an dieser Stelle nochmal kurz zur Materialauswahl. Ihr habt hier ein Kunststoffgehäuse, ihr habt diese Metallabdeckplatten in diversen Farben, die ihr ordern könnt. Die schraubt ihr hier mit diesen 4 Schrauben ab und könnt dann Ersatzplatten hier montieren, um ein anderes Farbdesign an den Start zu bringen. Ihr habt jetzt auf dieser Seite, das könnt ihr hier gut erkennen, diese Bedienelemente, die benötigt ihr dann, um entsprechend durchzuschalten, beispielsweise Firmware-Update, das zeige ich euch dann im Kapitel Software, diese beiden gedrückt halten, gleichzeitig die Base einschalten, um in den Boot-Modus zu gelangen. Ihr habt einen weiteren Button, mit dem ihr bei gedrückt halten bei angeschlossenen Pedalen auf den Inverted Mode umschalten könnt. Das heißt, Gas- und Kupplungspedal, die werden seitenverkehrt vertauscht. Das heißt, wenn ihr jetzt Thrustmaster-Pedale hier umgedreht, das heißt inverted montiert, dann werden diese beiden Achsen direkt über die Wheelbase anders angesteuert. Und ihr habt hier den Torque-Off-Button. Den könnt ihr drücken und euer Force-Feedback, eure Power ist auf 0 gesetzt. Das Ganze geht leer durch, so lange bis ihr diese Wheelbase dann wieder neu startet. Ihr habt rückseitig hier, das könnt ihr hier gut erkennen, einen Ein-Ausschalt-Button. Ihr habt die Stromversorgung, das ist ein Molex 4-Pin, USB-C. Dann hier habt ihr einen üblichen Ethernet-Anschluss und hier an dieser Seite habt ihr diesen proprietären Thrustmaster-Anschluss. Das heißt, hier passen nur Thrustmaster-Pedale mit dieser Sonderform an diese Wheelbase ran. Ihr habt hier unter dieser Klappe, da gucken wir jetzt mal rein. Ich habe hier selbst noch nicht reingeguckt. Es geht etwas fummelig hier runter. Ihr habt hier unter dieser Klappe nichts Besonderes jetzt hier zu sehen. Halte ich das hier mal in die Cam. Keine Ahnung, da kommt mit Sicherheit auch irgendwas hier mit Spring-Loaded Pins rein. Das könnt ihr hier innenseitig gut erkennen. Da arbeitet Thrustmaster mit Sicherheit an irgendetwas Speziellem, um dies anschließen zu können. Das wissen wir hier und heute an dieser Stelle nicht. Und diese trapezförmige Abdeckklappe wieder raufgesteckt. Und lassen wir uns überraschen, was da auf uns zukommt. Welche technischen Details kann ich euch noch durchgeben? Kommen wir zum Befestigungssystem. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die Wheelbase direkt hier unterseitig über diese 4 M6-Gewinde an euer Rig zu schrauben. Da sind wir, wie eben erwähnt, mit M6-Gewinden unterwegs und seid hier vorsichtig bei der Befestigung, damit ihr nicht zu lange Schrauben verwendet. Hier gibt Thrustmaster maximal 25 mm an. Nicht, dass ihr hier eine Platine oder etwas beschädigt. Ich messe hier mal vorsichtig rein. Das geht 30 mm in etwa bis zur Platine. Aber hier seid ihr nicht safe. Bitte beachtet unbedingt die Schraubenlängen. Es genügt, wenn euch eine Schraube hier bei einer 10 Newtonmeter Base in M6-Dimension mit 10 mm hier in die Wheelbase unterseitig reingeht und 4-mal befestigt, dann hält dieses Ding bombenfest. Übertreibt bitte nicht mit den Schraubenlängen, das macht keinen Sinn. So zerstört ihr lediglich eure Base. Ihr habt die Möglichkeit jetzt über dieses Lochbild, da gebe ich euch jetzt nochmal die Maße durch. Ihr habt auf der Homepage von Thrustmaster diese Lochbilder zum Ausdrucken und zum Verbohren um die 62 mm und mal um die 80. Guckt dies über diese Drilling-Templates genauer an, die druckt ihr euch aus und könnt dann dieses Lochbild an euer Rig bringen. Das ist kein serienmäßiges Lochbild. Ihr müsst also den Bohrer ansetzen, mit der Ausnahme, ihr bestellt euch diese Table Mount Vorrichtung, dieses Ding. Dann habt ihr hier das Lochbild von der Wheelbase drauf. Das heißt, dieses Ding kommt dann so an eure Unterseite der Wheelbase geschraubt. Hier mit den beigepackten 4 Stück M6 Schrauben. Hier rein. Die Thrustmaster übrigens in der Länge von, ich messe euch dies jetzt nochmal schnell raus, M6 mal 20 mm beipackt. Imbusschrauben. Das heißt, dies hier wird so verschraubt und wenn ihr die Wheelbase mit dieser Halteplatte verschraubt habt, die in massivem Metall, da sind wir bei 3 mm Dicke gefertigt wurde, wirklich sehr massiv, dann habt ihr jetzt über dieses Lochbild, über diese Möglichkeiten einen Standard-Lochbildabstand, den ihr auf den meisten Rigs geboten bekommt. Das ist dann der übliche Thrustmaster-Lochabstand, soweit ich weiß. Und auch auf meinem SimLab X1 Pro habt ihr diesen Lochabstand, um ohne zu bohren über diese Flanschplatte direkt an euer Rig zu gehen. Was bringt die Flanschplatte für euch mit? Und das ist klarerweise wichtig zu erwähnen.
ihr seht, wenn ihr jetzt im Tischbetrieb unterwegs seid und so eine Wheelbase hier über den Tisch verwendet, dann habt ihr klarerweise hier seitlich betrachtet, ich hoffe, ich bekomme das auch über diese Cam jetzt ins Bild, ja, auch hier seitlich betrachtet, das könnt ihr gut erkennen, habt ihr einen neutralen Anstellwinkel. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Lenkrad an diese Base gehen würdest und mit der Tischmontage neutral unterwegs bist, hast du einen sehr unergonomischen Armwinkel bzw. ein abgeknicktes Handgelenk. Das wird dir bei längeren Stints auf den Nerv gehen, das ist nicht gut. Du benötigst einen Anstellwinkel und dieser ist eben über ein Rig, bei dem du üblicherweise deine Wheelbase-Halteplatte im Winkel verstellen kannst, gegeben. So wie bei den meisten handelsüblichen Rigs oder eben, wenn du jetzt hier neutral an dem Tisch unterwegs bist, über diese Flanschplatte, die einen Anstellwinkel mitbringt. Kommst du drauf, dass deine Batterie leer ist, du die Batterie tauschen musst. Das nervt natürlich immer wieder bei den Reviews, wenn dies eben der Fall ist. Ich brauche eine neue Batterie, kann euch über den Anstellwinkel jetzt in diesem Moment nichts sagen. Ich schätze, da sind wir bei um die 15, 18 Grad etwa Anstellwinkel dieses Ding mitbringt. Ich liefere euch das dann nach, wenn ich neue Batterien gekauft habe. Sorry dafür, auch dies kann live und direkt passieren. Und wenn jetzt diese Wheelbase hier unterseitig mit diesem Bracket verschraubt wird, dann könnt ihr gut erkennen, ihr habt einen schönen Anstellwinkel, der euch ein ergonomisches Fahren im Tischbetrieb ermöglicht. Wie sieht dies nun aus? Das heißt, eure Wheelbase unterseitig mit den 4 Schrauben und diesem Table Mount Bracket verbunden. Und dann, hier besser gezeigt, wenn dies noch nicht montiert ist, dann könnt ihr dies gut sehen. Dann kommen diese massiven Tischklemmen hier rauf. Hier hat Thrustmaster nicht gespart an Material. Ihr habt hier 5 mm dickes Metall, hier abgekantet und mit diesen Sicken, das sind Verstärkungssicken, damit die Verwindung absolut ausgeschlossen wird. Ihr seht das hier, ich kann diese Dinger auch mit maximalem Krafteinsatz nicht verbiegen. Und wenn ihr jetzt mit dieser Tischklemme hier rangeht, dann seht ihr das hier, glaube ich, gut in der Cam. Dieser kleine Zapfen, dieser rastet hier vorne ein. Dann liegt dies sauber auf und über das Gewinde wird dann so eine Tischklemme klarerweise an eurem Tisch angebracht. Und die Stabilität dessen hängt dann natürlich von eurem Tisch ab. Ich empfehle einen stabilen Tisch, um mit dem Tisch unterwegs zu sein. Noch optimaler ein stabiles Rig, klarerweise. Das liegt dann immer an eurer Ausstattung oder wie ihr dies vorhabt, unterwegs zu sein. Nur limitiert von der Tischklemme werdet ihr nicht sein, denn 5 mm dickes Metall, hier ordentliches Adapterbracket, 3 mm dickes Metall, sehr stabil ausgeführt in meinen Augen. Eine Tischklemme, von der sich einige Mitbewerber etwas abgucken können in Sachen Stabilität und einfacher Handhabung. Auch hier hat Thrustmaster seine Hausaufgaben in meinen Augen wirklich gut gemacht. Was gibt es noch in Sachen technischen Details für euch zu erwähnen? Die Thrustmaster Wheelbase ist mit einem Lüfter versehen. Ich gucke jetzt hier mal direkt live für euch, ob ich den Lüfter ausmachen kann, ob ich den hier für euch irgendwo entdecken kann. Ich möchte dieses Ding nicht auseinanderschrauben, da dies eine Leihgabe ist, die ich wieder zurücksenden muss. Die gehört nicht mir. Ich kann jetzt hier über das Gehäuse im Moment nichts erkennen. Zugegebenermaßen, mich juckt es hier sehr in den Fingern, dieses Ding auseinanderzuschrauben und hier reinzugucken. Soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt lassen? Das ist immer so eine Frage, gerade wenn dieses Ding nicht mir gehört. Ja, bei einer Leihgabe, die ich zurücksenden muss, da werde ich jetzt davon absehen, um hier nicht Ärger zu bekommen. Eins kann ich euch sagen, der hier innen verbaute Motor ist ein ganz normaler Motor in voller Metallausführung. Anders geht es nicht bei einer Direct Drive Wheelbase. Das heißt, das, was ihr hier an Kunststoff erkennen könnt, das ist lediglich Kosmetik und nichts weiter. Innenseitig habt ihr einen ordentlichen, relativ massiven Motor, der 10 Newtonmeter an die Achse bringt. Auch das werden wir dann später im Rennsteckentest besprechen, wie sich dies alles anfühlt, und gehen wir weiter zum nächsten Kapitel. Kapitel 9: Material, Haptik und Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase besteht aus Kunststoff mit seitlichen Abdeckplatten aus Metall. Haptisch fühlt sich alles sauber verarbeitet und gut zusammengesetzt an. Der Quick Release der Wheelbase ist aus einem Composite-Kunststoffmaterial. Dies ist ein Materialmix, der aus Kunststoff und verstärkten Materialien im Spritzgussverfahren gefertigt ist. Der Bügel zur Befestigung vom Lenkrad besteht aus Metall.
Alle Stecker rasten satt in den Buchsen ein und sitzen ordentlich. Die T818 Wheelbase ist kompakt und fühlt sich mit 5 Kilogramm mittelmäßig schwer an, wenn man diese in Händen hält. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 10, die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase von innen nach außen. Damit ist die T818 Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die passgenaue Verbindung und den absorbierenden Kunststoff keinerlei Geräusche von sich gibt. Mit einer Ausnahme, wenn man mit extrem rauen Settings unterwegs ist, aber da werden dann die Vibrationen von der Wheelbase eben auf euer Rig übertragen und verstärkt. Kapitel Nummer 11, die Optik. Wie immer ein subjektives Kapitel. Die in schwarz gehaltene Wheelbase wirkt kompakt und sportlich und der seitlich aufgedruckte Thrustmaster-Schriftzug springt ins Auge. Das Kühlrippendesign und diese sechseckige Form lockern das Erscheinungsbild auf. Rein subjektiv betrachtet gefällt mir die T818 Base sehr gut. Die Option der frei wählbaren Farbakzente der Abdeckplatten auf der Seite finde ich interessant. Der an der Front eingelassene LED-Ring wirkt stylisch und ist flexibel anpassbar. Kapitel Nummer 12, die Software. An dieser Stelle sehen wir uns alle Details wieder live am Rig an. Machen wir weiter mit den Softwaremöglichkeiten. Was könnt ihr jetzt im Thrustmaster-Treiber verstellen bzw. anpassen? Über den Game Controller, da wählt ihr jetzt Thrustmaster Advanced Mode Racer an, klickt auf Eigenschaften und dann öffnet sich das Thrustmaster T818 Control Panel, 64-Bit bei mir jetzt am PC. Ihr seht oben bei Testeingang, bei dem Button Testeingang T818, oben rechts ein Link zur Homepage und bei mir Firmware 5.14, Driver 2.11.23.0. In Sachen Firmware-Update, ich weiß nicht, wie das Thrustmaster dann bei der Finalversion vom Treiber löst, aber auf jeden Fall bei diesem Treiber ist jetzt dies der Fall. Ihr installiert den Thrustmaster Treiber. Das Lenkrad ist ausgeschaltet. Ihr haltet diese beiden Buttons gedrückt und währenddem diese gedrückt bleiben, schaltet ihr hier hinten die Wheelbase ein. Bei gedrückt gehaltenen beiden Buttons hier. Dann blinkt die LED nicht mehr und die Wheelbase startet im Boot Mode. Und dann könnt ihr über Thrustmaster T818 über den Firmware Update Button hier entsprechend die aktuelle Firmware drauf machen. Ich zeige euch dies jetzt am besten nochmal live an dieser Stelle, damit es hier keine Unklarheiten gibt. Ich schalte jetzt mein T818 aus. Dann über Thrustmaster, über die installierte Software, habt ihr hier bei Thrustmaster Racing FFB Wheel hier Firmware Update. Das klickt ihr dann an und jetzt diese beiden Buttons gedrückt halten, hinten einschalten, dann könnt ihr auslassen und jetzt seht ihr hier schon Device, Boot 818, Version 5.14 und hier unten eben die Firmware 5.14. Bei mir klarerweise jetzt nicht nötig, weil ich diese ja vorher schon gemacht habe. Meine T818 kam mit 5.12 an. Und dann könnt ihr auf OK klicken
und dieses Ding wird mit der Firmware geflasht und ihr seid ready to go. Und wie ihr jetzt sehen könnt, im Boot-Modus hier keine LED am Leuchten. Wenn dann alles abgeschlossen ist, der Firmware-Flash erledigt, OK steht, grüner Balken, dann könnt ihr eure Wheelbase hinten wieder ausschalten, wieder einschalten, dieses Ding bootet neu und ihr seid im normalen Modus wieder unterwegs. Das seht ihr jetzt hier, Thrustmaster Advanced Mode Racer, anklicken, Eigenschaften und zurück. Dann kontrolliert ihr hier Firmware 5.14. Ihr seht Rotationswinkel 1080 Grad, Default eingestellt. Pedale jetzt klarerweise noch keine dran. Ich habe jetzt andere Pedale angeschlossen, die direkt über den PC laufen. Ihr habt diverse Buttons. Hier, die ihr angezeigt bekommt. Und für euch jetzt wichtig, die Forces-Einstellungen. Das heißt, ihr klickt hier Forces. Wenn ihr dieses Drehmoment Gesamtstärke aller Forces hochsetzen wollt, auf über 70% Default, müsst ihr so ein Bestätigungsfenster noch wegklicken und dann könnt ihr die vollen 100% freischalten. Ich empfehle dies auf alle Fälle. Wenn euch dies zu kräftig ist, dann mindert dies eben in der entsprechenden Anwendung oder hier bei Assetto Corsa Competizione habe ich mir einen Hotkey, einen Button belegt, um das Force Feedback, die Stärke hier in-game zu verringern oder zu erhöhen. Den Verstärkungsgrad im Einzelnen, das seht ihr hier, das ist so ein Dämpfer im Prinzip, eine Dämpfung, die habe ich runtergenommen, die war default auf 10%, ich bin hier runtergegangen auf 5%. Und dann, worüber wir im Rennstreckentest im Anschluss sprechen, gibt es diverse Modi. Das heißt, ihr habt einen Komfortmodus, einen Sport, einen Performance oder einen Extremmodus. Ich persönlich war am liebsten mit diesem Performance-Modus unterwegs. Da spüre ich dann auf der Rennstrecke sehr gute Details, alles ist gut und klar und kommt direkt an meinen Griffflächen an. Auch dazu später im Rennstreckentest mehr davon. Der Extremmodus, mir persönlich etwas zu extrem, sehr rau, aber doch irgendwie gut. Irgendwo im Bereich zwischen Performance und Extrem, je nach Anwendung, war ich am liebsten unterwegs. Hier unterseitig habt ihr dann die LED-Einstellungen, da könnt ihr eure Farben je nach Belieben hier anpassen. Ihr könnt hier, keine Ahnung, diverse Farbmodelle bzw. Einstellungen an die Wheelbase bringen. Das seht ihr hier gut eingeblendet. Oder jetzt hier in Rot. Das Ganze heller gemacht. Da könnt ihr mit diversen Farbeinstellungen hier herumspielen. So viel jetzt zu den möglichen Einstellungen im Thrustmaster T818 Control Panel. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel Nummer 13, der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest war ich überwiegend mit meinen Spielen Assetto Corsa Competizione, Formula 1 2022, Automobilista 2, Project Cars 2, Race Room und R-Factor 2 unterwegs. Üblicherweise bin ich mit VR unterwegs, wenn ein Support gegeben ist. Für die Aufnahmen meiner Videos nutze ich der Einfachheit halber einen Monitor. Die T818 Wheelbase ist in diesem Review an einem SimLab X1 Pro verbaut und die Motion wird von Simric SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen belüfteten Rouge Cold Fusion C1, den ich in Kürze für euch reviewen werde. Die Pedale kommen von Nu Simulation und als sequenzieller Shifter kommt der Thrustmaster TSS zum Einsatz. Gehen wir an dieser Stelle nun wieder live ans Rig und drehen ein paar Runden gemeinsam. Im heutigen Rennstreckentest sind wir mit Assetto Corsa Competizione mit einem McLaren GT3 hier unterwegs. Ich versuche euch jetzt die wichtigsten Dinge rückzumelden, was ich auf der Strecke spüre. Ich habe viele Testrunden jetzt bereits gedreht, mehrere Stunden mit dem T818. Spa deswegen ausgesucht für euch, um auch längere Kurven hier abzubilden. Ihr wisst, wir haben immer diese Diskussion mit dem High Torque, mit diesem Drehmoment und Holding Torque. Ob ein Drehmoment gehalten wird oder nach einer Sekunde dann wieder abfällt. Hier kann ich gleich mal zu Beginn Entwarnung geben. Auch in den langgezogenen Kurven hier bei Spa und mit maximalem Drehmoment im Bereich von 10 Newtonmeter wird das Torque, das Drehmoment wunderbar gehalten, auch wenn ihr mit längeren Stints unterwegs seid. Was spüre ich noch raus? Ich bin jetzt in diesem Performance-Modus unterwegs, den ich euch bereits in der Software gezeigt habe. Ich spüre die Effekte hier im Speziellen jetzt hier seitlich bei den Curbs, die spüre ich gut raus. Was kann ich euch noch rückmelden? Im Speziellen, wenn ihr jetzt hier zu schnell in die Kurve reingeht, untersteuern, übersteuern, gegenzulenken, auch das funktioniert wunderbar und sehr direkt.
Ich merke persönlich einen deutlichen Unterschied verglichen mit meinem damaligen TGT2, das ich auch im Test für euch hatte. Auch hier seitlich die Rumble Strips fühlen sich wunderbar an. Ihr habt auch hier seitlich der Strecke, vielleicht könnt ihr das sehen, hier in diesem Bereich so kleine Kanalgitter eingefasst. Auch hier merkt ihr einen Unterschied zwischen diesem Rumble Strip und diesen härteren Schlägen oder Vibrationen und diesen feinen Vibrationen. Auch das ist gut rausspürbar. Für mich positiv überrascht, dass trotz dieses Kunststoff Quick Releases und eines wirklich sehr günstigen Einsteigerlenkrades ein Force Feedback relativ gut, nicht nur relativ gut, wirklich gut hier an meinen Fingern, an meinen Armen ankommt. Auch hier jetzt seitlich der Strecke, das seht ihr hier, haben wir einen Rumble Strip und daneben dieses fein eingefasste Gitter jetzt. Und ihr spürt im Lenkrad fein, wie sich die Effekte an euren Lenkradkranz übertragen. Das ist jetzt nicht auf einem Niveau einer High-End Wheelbase, wie ich jetzt hier auf der Simracing Expo, das habt ihr vielleicht im Video gesehen, mit dieser EasyTech Invicta Wheelbase unterwegs war. Da konnte man dies noch mal etwas feiner rausspüren. Aber da sprechen wir von einer Wheelbase, die kostet alleine gut das Doppelte, fast Dreifache dieses T818. Da müssen wir die Dinge einsortieren. Aber in diesem Preisbereich hier auch schöner Holding Torque durch die En Rouge, etwas leicht werden am Lenkrad und auch das wird in meinen Augen sehr gut simuliert. Ihr seht jetzt hier am Force Feedback Ausschlag, da bin ich jetzt ungefähr mit 80–90% des maximalen Drehmoments unterwegs, kurz vor dem Clipping. Und ich habe mir hier jetzt aufs Lenkrad draufgelegt meinen Force Feedback bzw. den Power Meter und ich drehe jetzt hier mal hoch, da seht ihr Benutzer FFB, dass wir jetzt in dem Bereich der 10 Newtonmeter Torque Spitzendrehmoment liegen. Ihr seht am Ausschlag vom Force Feedback, der Balken geht schon relativ weit hoch und wenn ihr jetzt in diesen Kräftebereichen unterwegs seid, knapp am Clipping dran, ab und zu kurze Clipping-Effekte, roter Balken, roter Ausschlagsbalken, dann habt ihr wirklich an diesem Lenkrad ein schönes, kräftiges Drehmoment. Das ist ein 28 cm Rim und üblicherweise, ich würde jetzt so einschätzen, 90% von euch werden mit diesem Drehmoment auf alle Fälle das Auslangen finden. Das ist deutlich spürbarer, deutlich kräftiger, als ihr dies jetzt von einem Thrustmaster TGT im Bereich von 6 Newtonmeter geboten bekommt. Lasst uns nochmal auf die Effekte eingehen. Gute Simulation hier der Rumble Strips seitlich. Auch der Unterschied Rumble Strips hier über diesen seitlichen Fahrbahnrand und wieder zurück. Auch das gelingt in meinen Augen wunderbar. Hier seitlich diese feinen Kanalgitter, das Verlaufen des Rades. Auch das ist in meinen Augen gut rausspürbar. Und hier wiederum Rumble Strip, Kanalgitter hier überfahren. Auch das kommt hier am Lenkrad an. Nicht hochdetailliert, diese feinen Frequenzen, das muss euch bewusst sein. Da geht etwas im Quick Release klarerweise verloren und auch in diesem sehr günstigen Einsteigerlenkrad. Das wurde vor vielen Jahren nicht dafür geschaffen, um perfekt diese Effekte jetzt zu transportieren. Aber in meinen Augen spürt ihr, hier kommt ein gutes Force Feedback rum. Was merke ich jetzt noch auf der Rennstrecke? Du hörst absolut nichts raus aus der Base. Das heißt, wenn ich jetzt hier über die Strips fahre oder hier seitlich durchs Gemüse, mit dem Mikrofon näher rangehen, ich halte jetzt mal die Klappe, drehe den Sound off, schalte jetzt mal den Spielesound aus und fahre hier etwas durchs Gemüse, hört mal rein. Das Einzige, was du jetzt hörst, ist hier meine Motion, die mein Rig jetzt bewegt. Aber aus der Wheelbase hörst du absolut nichts raus. Auch hier bei einer Vollbremsung oder jetzt hier über diese Dinger drüber, wo ich ein deutliches Schlagen jetzt vom Fahrwerk spüre oder Rumble Strips, es ist absolut leise. Es knackt nichts, es knarzt nichts. Eventuell hörst du etwas über das Lenkrad,
Das ist ein mehrere Jahre altes Lenkrad bei mir. Aber das hört sich, das könnt ihr selbst jetzt beurteilen, absolut leise an. So, geben wir wieder einen Spielsound dazu. Das heißt, Geräuschtest in meinen Augen super bestanden. Holding Torque nach wie vor ein schönes, sattes Drehmoment, kein Fading des Drehmoments. Auch wenn wir hier im maximalen Bereich jetzt angelangt sind. Ich gebe jetzt nochmal etwas mehr dazu, um voll ins Clipping reinzugehen. Ich gehe jetzt mal maximal hoch, um Clipping absolut bzw. absichtlich zu provozieren. Das heißt, voller Anschlag des Force Feedbacks in jeder Kurve. Seht ihr an dem roten Balken, das ist mit einer Hand schon schwer, jetzt das Lenkrad festzuhalten. Ihr seht, hier sind wir jetzt beim Maximalanschlag angelangt. So sollte klarerweise nicht unterwegs sein. Ihr wollt ja die ganze Bandbreite der Force-Feedback-Effekte hier ans Lenkrad bekommen. Und wenn sich jede Kurve gleich anfühlt, weil das Lenkrad bzw. die Base bei jedem kleinen Lenkanschlag gleich auf Maximum hochgeht, dann werdet ihr dies nicht differenziert ans Lenkrad bzw. an eure Griffflächen rumkommen. Aber jetzt hier für den Test nochmal, ich bin auch einige Runden mit diesem Setting gefahren, um zu gucken, ob die Base fadet, ob es hier irgendwelche Abstriche gibt. Aber auch hier kann ich euch berichten, alles im absolut grünen Bereich. Nehmen wir jetzt nochmal etwas raus, damit dies etwas realistischer ist und nicht voll ins Clipping rein. Nochmal durch die Eau Rouge diese G-Kraft-Simulation bzw. diese Holding Torque-Simulation an deinem Lenkrad. Auch dann, wenn jetzt der Grip voll vorhanden ist und wenn ich etwas zu schnell hineinfahre, dieses Rutschen über die Vorderräder spürbar, das simulieren wir jetzt nochmal kurz. Auch hier spürt ihr etwas zu schnell in die Kurve, sofort der Grip-Verlust, Grip-Loss. Auch das ist in meinen Augen wirklich gut spürbar. Was gibt es jetzt noch in Sachen Rennstreckentest für euch zu berichten? Ich halte jetzt nochmal kurz an für euch an der Strecke und gehe jetzt nochmal raus in die Settings. Ich stelle für euch nochmal so ein anderes Preset ein. Und die Presets, die fühlen sich total unterschiedlich an. Auch das ist in meinen Augen jetzt kein Gimmick, sondern gut gelöst. Und zwar, wenn ich jetzt für euch reingehe hier über die Software und setze den Performance Mode in den Extreme Mode, testen wir diesmal durch, dann spüre ich nochmal wesentlich deutlicher dieses Force Feedback. Und extrem heißt dann wirklich extrem. Das heißt, ihr habt dann richtig kräftige Effekte, die sehr ungefiltert hier an euer Lenkrad kommen. Das hört ihr vielleicht bei den Rumble Strips. Das heißt, ihr habt ein sehr kräftiges bzw. sehr ungefiltertes, sehr raues Force Feedback. Ich persönlich mag dieses Setting. Ich stelle das bei meinen anderen Wheelbases, die ihr aus meinen ganzen Tests kennt, ebenso ein, etwas rau unterwegs zu sein. Das funktioniert sehr gut. Für manche von euch wird das vielleicht zu nervös sein, aber ich persönlich mag diese rauen Effekte und finde es gut, dass Thrustmaster hier gleich mit einem Preset uns diese Möglichkeiten in die Hand legt, selbst zu entscheiden, wie ihr unterwegs sein wollt. Ich persönlich würde jetzt empfehlen für den Einstieg, wenn du jetzt die ersten Runden mit dem T818 drehst und diese Settings noch nicht gewohnt bist, dann geh es etwas gemütlicher an. Das heißt, probiere auf jeden Fall mal das Setting, was würde ich jetzt sagen, ich gehe nochmal hier raus. Lasst uns das nochmal kurz einstellen. Ich würde jetzt für euch empfehlen, bei euren ersten Testrunden, dass ihr jetzt auf jeden Fall jetzt mit dem Force Feedback Setting Performance oder Sport unterwegs seid. Komfort, das ist mir persönlich etwas zu weich gespült. Ich habe auch den Verstärkungsgrad im Einzelnen, Stärke der Stoßdämpfer, der war ursprünglich auf 10% eingestellt, hier auf 5% runtergesetzt. Gesamtstärke aller Forces, wenn ihr dieses Ding hier neu installiert, das ist bei 70%, denke ich, gelockt. Wenn ihr dies hochstellen müsst und Schlüsselsymbol befreien, müsst ihr bestätigen, dass das maximale Drehmoment freigeschalten wird. Das ist nur beim ersten Mal nötig.
Jetzt gehen wir nochmal mit diesem Komfortmodus um die Strecke und ich berichte euch jetzt nochmal, wie es denn aussieht im direkten Vergleich jetzt zu diesem Extremmodus. Und da kann ich euch jetzt berichten, ich habe die schon vorgetestet, ihr habt einen sehr komfortablen, eher weichgespülten Modus. Das heißt, wenn ich jetzt hier über die Rumble Strips fahre, da spüre ich kaum Vibrationen. Ich gebe jetzt die Kraft noch hier etwas runter, um etwas komfortabler unterwegs sein zu können. Das heißt, mein Benutzer-Force-Feedback jetzt so im Bereich 70–80% des maximalen Drehmoments, um die 8 Newtonmeter. Und jetzt habe ich ein absolutes Komfort-Feature an der Base. Das heißt, du spürst jetzt kaum diese Effekte, die werden komplett rausgefiltert. Dann wird das Ganze etwas zu weich, etwas zu matschig. Das ist jetzt absolut Geschmackssache, wie du das haben willst. Aber wenn du jetzt, ihr seht, ich spüre hier jetzt auch kaum die Effekte vom Fahrzeug. Was tut denn der jetzt, der Spinner da? Das seht, ich spüre jetzt hier auch kaum die Effekte, was mir die Straße rückmeldet. Und ich finde es persönlich etwas schwer, mit so einem Setting unterwegs zu sein. Das heißt, checke auf jeden Fall hier in der Software, ob du mit einem, ich würde sagen zumindest Sport, beziehungsweise mit diesem, wie heißt das jetzt, Performance Preset unterwegs bist. Das ist in meinen Augen jetzt die Empfehlung. Das heißt, so mein bevorzugtes Setting jetzt, ich würde sagen, nach einigen Teststunden ist hier dieses Performance Preset, 5% hier die Dämpfung runtergenommen auf OK, und das ist ja so ein Setting, mit dem ich persönlich jetzt gern unterwegs bin. Wenn du jetzt diesen Knopf gedrückt hast, dann nimmst du während der Rennaction das komplette Drehmoment raus. Das ist sowas wie ein Notaus für das Force Feedback, und du siehst, du hast jetzt komplett leeres Force Feedback. Dein Wheel geht komplett leer durch. Du siehst an diesem roten Ring das Blinken an der Wheelbase, dass du jetzt kein Force Feedback mehr hast. Das heißt, alles safe, hier geht alles leer durch. Du musst jetzt deine Wheelbase hier komplett ausschalten, nochmal neu starten, dieses Ding referenziert dann wieder und dein Torque-Aus-Mode ist wieder deaktiviert und du kannst wieder mit dem ganz normalen Drehmoment unterwegs sein. Was ist mir noch aufgefallen? Auch bei längeren Stints über einen längeren Zeitraum hatte ich keine Probleme mit irgendeiner Wärmeentwicklung hier über die Base. Das heißt, alles blieb schön kühl, alles lieferte einwandfrei ab. Ich habe auch die Lüfter während meiner Testrunden nicht wahrgenommen. Die verhalten sich, beziehungsweise der Lüfter, der verhält sich äußerst unauffällig. In meinen Augen nichts rauszuhören. Das soll es nun gewesen sein mit den Testrunden auf der Rennstrecke mit dem T818. Ich fasse für euch jetzt die ganzen Pros, Cons, neutralen Aspekte zusammen, gebe ein Fazit und eine Kaufempfehlung ab und melde mich gleich in Kürze wieder bei euch. Raus aus dem Rig und noch ein paar Worte über meine Testrunden. Ein wichtiger Aspekt ist, dass alles stabil und ohne Systemabstürze gelaufen ist. Gleiches gilt für das Force-Feedback, welches ohne Aussetzer tadellos funktionierte. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 14, die Nachteile. Dass zum Release der T818 Wheelbase der Lenkrad-Support lediglich über eine Adapterlösung angeboten wird, das finde ich persönlich schade. Gleichermaßen hoffe ich, dass Thrustmaster 2023 mit neuen Lenkrädern samt neuem Quick-Release-Formfaktor direkt an den Start geht, um eine Adapterlösung obsolet zu machen. Ein zweiter Nachteil ist die Stand heute noch unklare Situation seitens Konsolensupport. Ich persönlich denke, dass Thrustmaster eine große Zielgruppe im Konsolenbereich besetzt und Stand heute kann dieses Segment noch nicht bedient werden. Thrustmaster hat seit jeher Konsolentradition und ich hoffe, dass dies wie von Thrustmaster gewohnt auch für die Direct Drive Wheelbase Generation alsbald möglich gemacht wird. Kapitel Nummer 15, unsere neutralen Aspekte. Ein Display an der T818 Base ist nicht am Start. Das seitliche Panel mit den Bedienelementen und LED ist zweckmäßig, aber okay, darum hier eine neutrale Bewertung. Die Einstellungsmöglichkeiten des Force Feedbacks sind sehr rudimentär und könnten in meinen Augen gerne umfangreicher sein. Auf der anderen Seite fühlen sich die Presets, diese diversen Modi, unterschiedlich und passend bzw. zielgerichtet an.
Bei der Materialwahl des Quick Release gibt es Vor- und Nachteile, die insgesamt in meinem Test als neutral bewertet werden müssen. Ein Quick Release aus Kunststoff wirkt auf den ersten Blick nicht hochsolide und auf den zweiten Blick macht das Composite-Material einen für Kunststoffe sehr soliden Eindruck. Im Renneinsatz gab es kein Knarzen, kein Herumwackeln und kein merkbares Spiel zu verzeichnen. Ebenso neutral ordne ich die Effekte auf der Rennstrecke ein. Die Force Feedback Performance ist als gut zu bezeichnen, aber ich denke, dass diese Adapterlösung feine Effekte dämpft und ein in die Jahre gekommenes Lenkrad ebenso Abstriche mit sich bringt. Das volle Potenzial der T818 Base lässt sich zumindest aus meiner Sicht hier und heute noch nicht eruieren. Hierzu müssten neue Lenkräder, die etwas stabiler sind und mit dem direkten Quick Release einem passenden an den Start gehen. Kapitel Nummer 16, die positiven Aspekte. Bezugnehmend auf die eben angesprochenen Force-Feedback-Effekte und den Umstand, dass Thrustmaster selbst uralte Lenkräder zum günstigen Preis über eine Adapterlösung kompatibel macht, beurteile ich das Force-Feedback positiv. Im Vergleich mit Fanatec DD Pro und dem SQR aus Kunststoff gehe ich auf den direkten Vergleich an. Aber vorweg kann ich sagen, dass Thrustmaster in Sachen Umsetzung einer QR-Lösung aus Kunststoff seine Hausaufgaben gemacht hat. Dies spart klarerweise Geld und das resultiert in meinen Augen in einer fairen Preisgestaltung im Bereich von 650 €, im Speziellen wenn Thrustmaster den Konsolensupport nicht durch hohe Aufpreise rechtfertigen wird, ist die Preisgestaltung für eine 10 Nm Base in meinen Augen angemessen. Die Power wird für gut 90% der Anwender ausreichend sein. In meinem Fall unter Verwendung des kompakten 28 cm Lenkrads hatte ich nie das Gefühl, mehr Power zu benötigen. Die Geräuschkulisse ist absolut tadellos. Kein Scheppern, kein Rattern, kein Klackern macht die T818 absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand in Ruhe neben dir Fernseh gucken will. Und letzter positiver Aspekt ist ein großes Ökosystem mit Lenkrädern, Pedalen und anderer Peripherie. Zum Gesamtpreis von 1000 € kann man die T818 Direct Drive Base samt Ferrari Wheel, der Link zum damaligen Test hängt oben rechts mit bei, mit einem integrierten Display kaufen und hat dann ein richtig feines Gesamtpaket im Haus. Kapitel Nummer 17, das Fazit und die Kaufempfehlung. Vor dem Fazit möchte ich darauf hinweisen, dass ihr das heute vorgestellte T818 Paket in den nächsten Wochen bei mir in meinem Simracing Testcenter selbst testen könnt. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse auf meine Homepage und alle Infos, die findet ihr dort. Doch zurück jetzt zum T818 Wheelbase Fazit. Der Thrustmaster Einstieg in die Direct Drive Wheel Welt kommt spät, ist in meinen Augen aber gelungen. 10 Nm Drehmoment sind in meinen Augen der Sweet Spot, ohne dass eine Wheelbase unverhältnismäßig stark und somit teuer werden muss. Thrustmaster spricht Simracer an, die im Thrustmaster-Ökosystem verbleiben wollen und unkompliziert upgraden möchten. Das Quick-Release-System aus Composite, Kunststoff, hatte ich anfangs sehr kritisch eingeschätzt, aber ich hatte während meiner ganzen Testrunden keinerlei Probleme damit. Die Geräuschkulisse ist absolut leise, das Force-Feedback ist spürbar kräftig und auch über längere Stints stabil. Insofern ihr Consoleros seid, dann heißt es aber noch abzuwarten. Der Konsolensupport wird in meinen Augen folgen. Wann es soweit ist, das kann ich an dieser Stelle Stand Dezember 2022 aber leider nicht berichten. Kommen wir zu Kapitel Nummer 18, einem Ausblick. Nach diesem Review werde ich an meinen Videos zur Simracing Expo 2022 weitermachen. Pedal-Reviews von New Simulation mit den Evos und ImSim sind ebenso in Planung, sowie der belüftete Sitz von Eau Rouge. Vielen Dank fürs Dabeisein und euren Support. Lasst mich in der Kommentarfunktion wissen, wie euch dieser Testvergleich gefallen hat. Die Testvergleiche zwischen T818, Fanatec DD Pro und Logitech Pro folgen in Q1 2023. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Vielen Dank fürs Dabeisein, euren Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Euer Ron.